ChatGPT für dein Online-Business nutzen und die bestmöglichen Ideen aus der KI für dich generieren. Hier habe ich dir die besten Prompts zusammengestellt, also die besten Befehle oder Aufforderungen, die du der KI stellen kannst, damit der Bot noch die besten Ergebnisse für dich und deine Zielgruppe rausholen kannst. Schau dir das Tutorial bis zum Ende an und dann like auf jeden Fall diesen Kanal, wenn dir diese Videos gefallen. Was ist ein Prompt? Fragen wir doch gleich den Bot dazu. Was ist ein Prompt? Eine Anweisung, eine Texteingabe. 5 Tipps für die besten Prompts im Online-Business. Auf jeden Fall bleib präzise und klar. So, hier nochmal, es ist wichtig, dass die Formulierung des Prompts einen erheblichen Einfluss auf die Ausgabe des Modells haben kann. Also je präziser und klarer ein Prompt bei ChatGPT, umso klarer kann die KI ein Ergebnis erzeugen. Es kann genau das produzieren, was der Benutzer beabsichtigt, während du mit einer vagen Formulierung nicht so weit kommst. Was kann also ein guter Prompt sein für dein Online-Business? Dass du klare, kurze Sätze machst, die genau auf das abzielen, was du brauchst. Also du brauchst jetzt vielleicht eine Tabelle für deine Webseite oder Texte für deine Webseite oder Texte für Social Media und du musst dann genau hier eingeben, was du brauchst, um das beste Ergebnis für dein ChatGPT oder deine Texte zu bekommen. Nummer 2, gib genug Kontext, füge genug Informationen ein, die der Bot dann umwandeln kann. Also du bist Experte für Heilfasten, deine Zielgruppe sind nur Frauen oder deine Zielgruppe sind nur Männer im Alter von 65 bis 80. Schreib genau rein, was du machst, damit der Bot weiß, was er einfügen soll. Ich gebe mal kurz einen Prompt ein, der dir vielleicht was bringen wird. Und zwar, schreibe einen Text für einen Instagram-Post mit 3 Vor- und Nachteilen von Heilfasten mit maximal 2000 Zeichen. Denn das brauchst du für Instagram. Kurze Texte, die dir helfen, das Vor- und Nachteile von Heilfasten zu bekommen. Nun macht er mit ein paar Emojis schon irgendwie den ersten Post für dich. Macht doch jedes Mal eine andere Headline, ne? Also es kommt jedes Mal was Neues. Du kannst es auch mehrfach eingeben. Vorteile des Heilfastens, Entgiftung, Nachteile, Mangelernährung, bla bla bla, Müdigkeit, Gefahr des Jojo-Effekts. Und hier ein paar Vorschläge für deine Hashtags. Mehr darüber habe ich ja schon in dem ersten Video über ChatGPT erzählt. Du kannst es dir hier nochmal anschauen. ChatGPT für dein Online-Business nutzen. Und hier wollen wir einfach nochmal bessere Prompts entdecken, bessere Aufforderungen, sodass der Roboter hier besser für dich arbeiten kann. Nummer 3, arbeite mit dem Bot zusammen. Du kannst ihn um weitere Befehle bitten. Weitere Befehle können zum Beispiel sein, kürze den Text um 10% oder füge jetzt eine Tabelle ein. Dann machst du nochmal Instagram 500 Zeichen. Ich schreibe weitere Texte und dann merkt er sich das und schreibt das dann gleich schon so weiter. Fastenzeit ist Me-Time. Okay, also hier haben wir eine ganze Menge bekommen, was du jetzt für dein Instagram nutzen kannst. Und du kannst jetzt diese Texte dann einfach einbauen, machst ein tolles Foto dazu mit Canva und dann kannst du hier sagen, Heilfasten, der Schlüssel zur inneren Reinigung. Aber du kannst jetzt hier auch sagen, schreibe das spiritueller. Als spirituelle Reise. Gut, also wir haben hier eine ganze Menge erreicht. Das macht er schon ganz gut. Webseite, wie gesagt, kannst du auch Texte schreiben lassen für deine Startseite. Du kannst auch Tabellen schreiben lassen. Hier habe ich mal ein Beispiel dafür aus meinem Blog dazu. Wenn du den Blog dazu lesen möchtest, gehst du jetzt einfach hier drunter und klickst auf den Blog. Dort sind nochmal ganz viele Varianten aufgeführt, wie du hier mit dem ChatGPT arbeiten kannst. So, erstelle eine Tabelle mit 5 Spalten. Spalte 1, alle Bezeichnungen meiner Produkte. In Spalte alle Produktbeschreibungen oder schreibe einen emotionalen Text für eine Jugendzeitschrift. Nutze dafür Jugendsprache. So, also dann machen wir das zweite hier. Graffiti in Schule oder sowas. Also du musst jetzt hier deine Themen eingeben und dann jo Leute, checkt mal, was bei uns in der Schule abgeht. So, dann schreibt ihr dir einen Text für junge Leute.
So, jetzt erstellte eine Tabelle über Graffiti in der Schule. Also nur mal als Beispiel für dich, das kannst du jetzt für Massage, für Heilpraktik, für Physiotherapie oder so weiter anwenden. Immer die Pros und Kontras von Faszientraining für den Rücken und so weiter. Und erstellst dann mit deiner Webseite so eine Art Tabelle. Irgendwie, das sind die Angebote, die ich hier habe auf der Webseite. Das ist mein Goldprogramm, mein Silberprogramm und so weiter. Da kann dir auch der ChatGPT super helfen. 4. Lege Format und Tonalität fest. Also für wen ist das Ganze und wie soll das Ganze geschrieben sein? Wichtig ist auch, dass du die Sichtweise hast von deiner Zielgruppe. Und das kannst du auch hier reinschreiben. Sagst du, ich bin ein Experte im Online-Marketing, erstelle eine wichtige Analyse. Okay, hier kommt auch jede Menge Content, Video-Content, Mobile Marketing und so weiter. Das sind seine Trends, aber wie gesagt, ChatGPT endet das Wissen im Januar 2022 und er kann daher keine Daten für das Jahr 23 bieten oder 24 womöglich sogar. Punkt Nummer 5. Lege eine Rolle fest. Also du bist Texter für Führungskräfte, das ist genau dein Steckenpferd. Also gib hier auch deine Rolle vor, gib ihm Informationen, dem Bot, damit er genau damit arbeiten kann. Und wieder aus der Sichtweise, ich bin Texter für den Bereich Coaching, schreibe einen Text zum Thema Führungskräfte und Wandel. So. Okay, und wir haben schon wieder tolle Texte erschaffen, die du dann hier abspeichern kannst auf der linken Seite. Du siehst also, du musst gar nicht erst Programmiersprache können oder irgendwie robotisch können, um die ChatGPT richtig nutzen zu können. Nutze einfach kluge Befehle, hole das Bestmögliche aus diesen Ideen, die dir dieser Bot generiert, raus und schon wirst du effektive, tolle Texte erhalten, die du dann auch wirklich verwenden kannst, statt irgendein Blabla. Ich wünsche dir jetzt viel Erfolg damit und alles Liebe, deine Jotima. Sei ein Leuchtturm, kein Teelicht.